Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten betreibt jetzt mittlerweile seit rund 11 Jahren das Artenschutzprojekt Patuca-Pasca, das seinen Ausgang auch tatsächlich im Tiergarten hatte. Wir haben 2 Schildkrötenpärchen damals bekommen und konnten Jungtiere erfolgreich aufziehen, und das gab den Startschuss für ein Projekt in dem originalen Lebensraum der Schildkröte, in ihrem natürlichen Habitat in Bangladesch, wo sie schon zumindest in der Wildbahn als ausgestorben galt. Wir haben dann dort in Bangladesch mit Hilfe einer ortskundigen Kollegin die letzten ihrer Art zusammengesucht. Hauptsächlich wurden diese Tiere in Teichen, in Dörfern gefunden. Sie wurden dort als Talisman gehalten, aber auch bei Festen wie Hochzeiten oder Todesfällen dann geschlachtet und gemeinsam gegessen. Also es galt nicht nur als Delikatesse, sondern auch als Schutzpatron mehr oder weniger für den Teich. Der Tiergarten hat dann gemeinsam mit Partnern im Land die Schildkröten abgeholt und in ein Schutzzentrum im Bawal Nationalpark nahe der Hauptstadt Dhaka gebracht. So startete vor 11 Jahren dieses Schutzprojekt im natürlichen Lebensraum der Schildkröte. Es gelang uns über die Jahre mehr und mehr, diese Schildkröten aufzuspüren, aber auch nachzuzüchten. Also die erste Zucht gelang dann 2012. Mittlerweile von einem Start mit rund 10 Schildkröten 2010 leben jetzt 455 Schildkröten in den 2 Schutzzentren in Bangladesch und werden dort aufgezogen, überwacht, gehalten, aber auch mittlerweile wieder ins Freiland entlassen. Das alles aber nur in ganz kleinem Ausmaß und mit einem Satellitentracking, um zu erfahren, wo schwimmen sie hin, was sind die bevorzugten Gebiete der Patuca-Schildkröte, weil man in Wirklichkeit kaum etwas weiß über die Schildkröte und über ihr Verhalten. Und so versuchen wir einerseits mit den Jungtieren, aber auch mit den Adulttieren mehr und mehr über die Tiere zu erfahren, denn tatsächlich kann man nur schützen, was man auch kennt. Wenn es um Artenvielfalt oder Biodiversität geht, ist die Patuca-Schildkröte in dem Ökosystem des Mangrovenwalds der Sundarbans sicher nur ein kleines Glied in der Kette, aber jedes Glied in der Kette ist selbst für uns Menschen lebenswichtig. Sie kennen das sicher von der Honigbiene oder von dem Regenwurm. All das ist wichtig, um unsere Obstbäume zu bestäuben oder Humus zu erzeugen. Das heißt, jedes Glied in einer ökologischen Kette ist für den Menschen lebenswichtig und nicht nur Monokulturen oder die Monokultur Mensch zum Beispiel. Für lange Zeit wurde diese Schildkröte mit einer verwandten Art als eine Art bezeichnet. Dann ist man draufgekommen, dass es 2 verschiedene Arten waren. Zuvor war schon die Art kritisch bedroht, das hat den kritischen Status noch erhöht. Aber die Hauptursache ist ganz bestimmt der Mensch. Die Fischerei ist eine große Einnahmequelle in Bangladesch, sowohl für die Nahrung, die Patuca-Schildkröte sehr interessant, aber auch Eier wurden stetig abgesammelt. Das heißt, so die Nachzucht verhindert. Der illegale Handel in andere Länder spielt auch eine große Rolle. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass eine Patuca-Schildkröte sehr viel Geld wert ist in einem Land, wo der Normalbürger mit einem extrem geringen Mindesteinkommen auskommen muss. Das heißt, man kann es einer wirklich sehr an der Armutsgrenze lebenden Bevölkerung jetzt auch nicht übel nehmen, diese Tiere aus dem Wasser zu fischen. Man muss dann Hand in Hand mit dem Artenschutz auch mehr oder weniger die Bevölkerung informieren, was wir hier tun und was die Arbeit wirklich bringen soll für sie und ihre Umgebung.
Jetzt das Kommentieren nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.